So, jetzt sieht es besser aus. Jetzt ist das Bild auch richtig gedreht. Tut mir leid, dass ich gerade nochmal neu starten musste. Aber tatsächlich ging es nicht anders. Es ließ sich das Bild nicht mehr drehen. Keine Ahnung warum. Aber jetzt sind wir wieder im richtigen Format. Das war ja doch ein bisschen doof gerade. Ja, dann sage ich erstmal Hallo an alle, die gerade schon mal da waren und jetzt wieder da sind. 3 Daumen nach oben, obwohl noch nichts passiert ist. Vielen Dank dafür. Und ja, ihr seht, was heute passieren wird. Und zwar möchte ich heute sehr, sehr gerne hier an dieser Lücke weiterarbeiten. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne noch fertig haben möchte, bevor der Umzug passieren wird. Da ich ja ein paar Projekte auch rausgenommen habe, noch weiterzuführen, bevor der Umzug passiert, weil ja diverse Einschübe passieren werden. Also unterirdisch mache ich ja momentan eh nichts mehr, weil ich ja nochmal den Tisch neu bauen werde. Aber der Strandbereich hier vorne ist eine Sache, die ich sehr gerne fertig haben möchte, weil das auch dann für den Gesamteindruck eine Sache ist. Und diese Lücke hier stört mich extrem, habe ich letztens erst wieder gemerkt, als ich das kleine Video drehen wollte hier für das TVA-Portal, dass hier eben diese hässliche Lücke ist. Und da schauen wir mal, ob wir da heute irgendwas hinkriegen. Ich schaue mal, wer noch so alles da ist. Ja, auf jeden Fall 11 Leute da. Vielen Dank für euch alle. Und ich würde jetzt mal sagen, wir fangen jetzt mal langsam hier an. Die Idee ist grundsätzlich, dass wir hier erstmal hier unten die Lücke schließen. Hier oben soll ja dann irgendwann noch unsere Tropfsteinhöhle reinkommen. Da müssen wir auch mal schauen, wie genau wir die bauen. Aber die wird dann hier ungefähr hier schon ihre Öffnung kriegen. Und dann müssen wir auch irgendwann mal die Stadtmauer hier hinten weiterführen. Und ich sehe gerade, dass weitere dazukommen, unter anderem Dennis, der ein Kanalmitglied ist. Vielen Dank auch dafür. Ich glaube, es sind momentan 23 Kanalmitglieder, die alle finanziell einen Beitrag leisten, dass das ganze Projekt hier vorankommen kann. Und da freue ich mich natürlich über jeden, der einen Beitrag leistet. Und Phil17 sagt guten Abend, muss jetzt leider schlafen gehen. Tschüss. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du kurz da warst. So. Ich baue jetzt mal hier eine kleine Stütze erstmal zusammen, damit wir hier mal, vor allem erstmal hier in der Ecke anfangen. Also ich baue jetzt hier mit einfach ein paar 1x2er Bricks Stützen erstmal, damit wir die erste Plattform einziehen können. Dann muss ich mal schauen, wie hoch das Ganze sein darf. Wahrscheinlich noch höher als das, was ich gerade habe. Ja, da gehen noch 4 Bricks. Und 3 times 8 spendet 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Und schreibt nicht nur die Mitglieder richtig. Natürlich unterstützen nicht nur die Mitglieder. Das Ganze war einfach vielleicht ein bisschen ungünstig ausgedrückt. Es unterstützt ja jeder natürlich auch das Projekt. Jetzt nicht nur auch wie 3 times 8, der dankbarerweise gerade 5 Euro gespendet hat, sondern eben auch jeder Klick und jedes Abo etc. unterstützt das Projekt natürlich auch, weil natürlich auch die Werbeeinnahmen ein nicht zu unterschätzender Faktor sind. Und The Proman fragt, hast du schon einen genauen Termin für den Umzug? Nein, ich habe es schon mehrmals erwähnt, ich würde auf jeden Fall gerne, ehrlich gesagt, noch diesen Monat umziehen. Hängt natürlich auch davon ab, was und wie viel diesen Monat noch zu schaffen ist, bezüglich überhaupt den ganzen Umbauarbeiten. Und da muss ich auf jeden Fall mal schauen, ob mein Plan klappt. Vielleicht ist er auch zu ambitioniert, das kann sein. Aber dieses Jahr ganz sicher. Also vor Weihnachten wird es auf jeden Fall durch sein. Und Sleepy Mattes ist da und sagt Moin, dann sage ich auch Hallo an dich. Mal schauen, ob ich hier diese braune Platte etwas anheben kann. Ich würde gerne das hier drunter bauen, ohne dass ich hier gleich die ganze Begrünung abreiße.
Mal schauen, da muss auf jeden Fall noch was drunter. Ich sagen, ich bin die letzten Tage nicht zu so viel beim Umbau gekommen, wie ich eigentlich geplant hatte. Das heißt, ich hänge da ein bisschen hinterher. Das heißt, mein umfangreicher Plan ist, heute nicht bis 1 Uhr nachts zu streamen. Ich habe auch ein bisschen früh angefangen heute. Sondern auch danach vielleicht noch was auf der Baustelle drüben zu machen. Ist ja glücklicherweise so, dass man dort drüben auch mit der Nacht ein bisschen Krach machen kann. Und Stefan Hegemann fragt, sind eigentlich Heizkörper im neuen Raum? Grundsätzlich ja. Wobei ich glaube ich 2 davon ausbauen lassen werde, weil die einfach hässlich sind und im Weg sind. Und Rubric ist auch da und schreibt, yay, Schweinebacke, schönen guten Abend. Schönen guten Abend auch an dich. Rubric, auch ein weiteres Kanalmitglied. Ich erwähne ich immer wieder gerne. Und mein verrückter Kanal sagt, ich kann nicht dabei sein, aber ich schaue es mir morgen an, wollte nur Bescheid sagen. Dann kein Problem, vielen Dank. Und Sleepman fragt, bist du Fußballfan? Eigentlich so gar nicht. Also ich schaue vielleicht ab und zu mal, wenn irgendwie WM oder EM ist. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Viel mehr passiert da nicht bei mir. So. Schauen, wie viel ich hier noch brauche, um hier die Stütze nutzen zu können. Das ist am Anfang immer so ein bisschen sehr undankbare Arbeit. Wir brauchen hier noch 2 Plates drunter. Das sieht schon mal gut aus und dann bauen wir hier noch was drunter. Und dann ist das, glaube ich, schon mal eine ganz gute Sache. Das ist immer ein bisschen eine Fummelei hier. Wenn man hier nachträglich noch irgendwas einbauen möchte, was man so am Anfang nicht geplant hatte. Das ist aber nicht richtig drauf. So, jetzt aber. Das ist zu hoch scheinbar. Okay, hier muss noch was raus. Und Stefan jemand fragt, hast du neben Lego keine weitere Leidenschaft wie das Hobby? Ja, grundsätzlich interessiere ich mich tatsächlich sehr für Comics, vor allem im Bereich der Superhelden. Ja, deshalb vielleicht auch der Grund, warum hier einige Superhelden auch ihren Weg in die Stadt finden. Irgendwie passt das hier nicht so richtig. Ist das jetzt hier zu niedrig oder zu hoch, ist die Frage. Oder gehört hier noch was? Ich glaube, dass da noch was drunter gehört, okay. Und Stefan Hegemann fragt, ist Wubrick ein Kanal? Ja, Wubrick ist ein Kanal. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ja, jetzt muss ich der ganze Brick, der ganze Slope hier reingeflogen. Schauen, ob ich die hier wieder rauskriege, ohne groß rumfummeln zu müssen. Ja, MCU natürlich auch, aber auch DC mehr
mehr Marvel, aber ich habe auch einiges an Comics hier noch rumstehen. So. Schauen wir mal, ob das jetzt hier klappt. Sieht schon mal besser aus. Und General Fox fragt, moin, wie geht's so? Ja, an sich ganz gut. Und The Proman sagt, finde dein Projekt und deine Vision wirklich toll, vor allem im Vergleich zu anderen Projekten. Wird irgendwann in ferner Zukunft eigentlich auch an Wohnviertel, ähnliche ländliche. Ja, ländlicher Bereich wird tatsächlich sagen, Richtung hinter der Altstadt kommen, da wo dann auch die Gleise der Bahn sagen, nach links gehen, wenn es von hier in die Richtung schaut. Da wird es eher ländlicher und in der anderen Richtung wird es dann städtischer und da kommen dann natürlich auch mehr Häuser, wo Leute wohnen. Beziehungsweise wenn wir hier vorne dann den Bereich vorne mit dem Diner und dem Pariser Restaurant, der wird ja nochmal komplett neu aufgebaut. Da wird es dann wahrscheinlich auch nochmal Wohnungen geben, weil wie gesagt, der Bereich passt einfach nicht mehr zum Maßstab der Brickworld. Und das muss auf jeden Fall geändert werden, aber das wird auch erst passieren im neuen Räumlichkeiten. Sehe ich gerade, hier ist auch alles nicht ordentlich aufgedrückt. Das ist natürlich sehr, sehr unpraktisch. Schon mal das ein bisschen angehebelt beim Draufbauen. Tatsächlich den ganzen Berg so ein bisschen angehebelt. Und tatsächlich ist der doch zu hoch. Das sah nur so aus, weil ich zu viel weggehebelt hatte. Doch nochmal raus. Max Monster fragt, wird es einen Wald geben? Ja, es wird auch einen Wald geben. So ein bisschen fängt es ja hier sozusagen eigentlich auch schon. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. So ein bisschen fängt das Ganze hier auch schon an, wollte ich gerade sagen. Was hast du vor, in den nächsten Folgen zu bauen? Verfolge seit 3 Monaten. Das hängt tatsächlich auch davon ab, wie es jetzt mit dem Umzug weitergeht, weil ich mir ja selber so vorgenommen habe, einige Bereiche erstmal so ein bisschen auszuklammern, weil die dann noch ein kleines Facelift bekommen werden, wenn dann der Umzug passiert ist. Ich muss mal hier unten anschauen, aber ich glaube, so ist es richtiger. Wir werden auf jeden Fall versuchen, hier vorne den Bereich so weit fertig zu kriegen, wie es geht vor dem Umzug. Denn der wird ja auch in die Richtung noch ein bisschen größer werden dann. Und auch vermutlich noch am Bahnhof ein bisschen weiter und vielleicht auch an der Straßenbahnecke da vorne.
Und Tanja S. sagt, hey, schönen Abend alle, und auch schönen Abend an dich. Und dann kommt noch die Frage, wie sehr nervt dich eigentlich beim Bauen, vor allem bei Autos, weil dass die Minifiguren viel zu breit und niedrig sind? Beziehungsweise orientierst du dich für den Maßstab eher an Höhe oder Breite? Ein bisschen nervt schon, aber ich glaube, es sähe tatsächlich sehr seltsam aus, wenn die Figuren anders aussehen würden. Ich bin einfach dazu übergegangen, dass ich Autos in 6 Noppen Breite nutze und Busse und Züge dergleichen in 8 Noppen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Und dass dann jetzt eben einfach nur eine Figur meistens im Auto sitzt, das nehme ich einfach so hin. Und ja, passt aber, denke ich, vom Maßstab ganz gut, zumindest Maßstab zu den Gebäuden etc. Dass die Figuren natürlich andere Proportionen haben als Menschen, ist halt einfach dann so. Aber ich finde, es wirkt jetzt optisch jetzt nicht so deplatziert. Und Kasi ist da und ja, hallo auch an dich. Ebenso an Bricks im Kopf. Und General Fox fragt noch, wirst du mal Brickstories Museum besuchen? Ich denke schon. Ich hatte ja auch mit Brickstory ein wenig darüber geschrieben gehabt. Und er hatte ja auch im 5000 Abo-Special damals auch einen kleinen Videoclip mit reingebracht und hatte mich auch eingeladen, die mal zu besuchen, auch schon vor der Öffnung. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann genau ich das einrichten kann. So. Und Brickman möchte gegrüßt werden, dann sage ich Grüße an dich, Brickman. So, so jetzt aber. Haben wir hier eine ganz gute Höhe. Jetzt kann man hier nämlich gut weiterbauen. Und ich sehe gerade 41 Leute da, 21 Likes. Vielen, vielen Dank dafür und 5 Euro gespendet. Auch dafür vielen, vielen Dank. Glücklicherweise sind heute auch noch ein paar neue Steine angekommen, unter anderem ein Beutel mit diesen Slopes. Die kann ich ganz gut verwenden, denn ich habe von denen, glaube ich, gar keine mehr hier. Und man glaubt gar nicht, wie viele Slopes hier in diesem eigentlich gar nicht so großen Areal stecken. Und noch die Frage von Brügge, machst du mal einen Flughafen? Grundsätzlich steht das tatsächlich auf einer langen Liste von Sachen, die ich gerne machen möchte. Da ist nur die Frage, die Brickworld hat ja einen gewissen Maßstab. Und dementsprechend wäre natürlich auch ein Flughafen abnorm groß, also für Verhältnisse von anderen Flughäfen, die man vielleicht so aus Lego gesehen hat. Deshalb stellt sich mir die Frage, ob ich den tatsächlich komplett baue oder nur einen Abschnitt davon. Aber auf jeden Fall müsste der ja ein ganzes Stück abseits der eigentlichen Innenstadt sein, weil die meisten Flughäfen sind ja jetzt nicht mitten in der Stadt. Und in der Hinsicht will ich ja auch ein bisschen Realismus bleiben. Und fragt jemand gerade, dass er das Problem mit den Slopes kennt. Ja, ich hatte ja vor nicht allzu langer Zeit eine sehr, sehr große Slopes-Bestellung gemacht in Portugal. Und das waren, glaube ich, unter anderem fast 1000 Inverted Slopes, 1x2 in Light Blue Spray und fast die gleiche Menge in Dark Blue Spray. Und auch die sind schon wieder dabei, sich dem Ende zu neigen.
Und allein von denen hier verbaut man auch Unmengen. Aber es bringt einem halt nochmal so viele winzige Details, die in der Gesamtheit wirklich das Ganze sehr, sehr viel besser aussehen lassen. Prasi Brookman sagt, Flugzeug auf 12 Noppen Breite. Ich glaube, 12 Noppen Breite ist tatsächlich zu wenig. Ich habe mal vor einiger Zeit einen YouTube-Channel, dessen Name mir jetzt natürlich nicht einfällt, gefunden, der wirklich Flugzeuge baut aus Lego in richtigen Maßstab. Also wirklich auch, dass dann eben, je nachdem, vielleicht zum Beispiel 6 Leute nebeneinander passen. Das sind wirklich riesige Dinge. Wäre ein halbwegs realistischer Maßstab. Sieht auch ziemlich cool aus, aber es ist halt wirklich riesengroß. Jennifer Fox sagt, hast du auch einen Discord-Server? Nein, momentan nicht. Und 3x8 meint noch, ich wäre für ein Hotel gegenüber dem Bahnhof mit Restaurant. Ja, ich überlege auch, das auf einer der Erweiterungsplatten nach, sagen wir, rechts davon zu machen. Dass man dort kommt ja auch noch die Tiefgarage hin und dass dort irgendwo drüber auch noch ein Hotel hinkommt. Und Brickman fragt, welche Projekte ich im neuen Raum vorhabe. Da ist ja theoretisch natürlich unendlich viel Platz im Verhältnis zum jetzigen Platz. Natürlich der erste Schritt wird die Erweiterung sein mit den Gleisanlagen hinter dem Bahnhof. Und dann bewegen wir uns nach rechts und links vor allem auch nach rechts. Die Altstadt würde ich dann auch gerne endlich mal anfangen und dann halt rechts sozusagen die Tiefgarage. Und dann kommt ja auf der rechten Seite dann irgendwann das nächste größere Projekt, also wirklich große Projekt im Verhältnis gesehen zum Bahnhof wäre dann das Technische Museum, das habe ich schon öfters angeteasert, wo es hier dann um eine Spezialausstellung geht mit Reise zum Mars, bzw. Reise durch das All, wo dann auch ein großer Bau entstehen wird mit sehr viel Glas. Und Mr. Marcy fragt, wann baust du am Bahnhof weiter? Ja, das wird demnächst wieder passieren. Ich habe ja, glaube ich, erst im vorletzten Update, glaube ich, am Bahnhof gebaut. Mir fehlen vor allem ein paar Steine, um da groß weiterzubauen. Die habe ich, glaube ich, schon bestellt, aber die sind noch unterwegs. Deshalb müssen wir mal schauen. Ich will jetzt primär tatsächlich erstmal die Fassade ein bisschen weiter hochziehen und dann überlegen, wie wir drin weiterbauen. Und Stefan W. fragt, wie bekomme ich am besten den U-Bahnhof auf mehrere Etagen? Grundsätzlich würde ich erstmal schauen, wie hoch die Etagen sein sollten, denn ich würde die deutlich höher machen als die eigentlichen Minifiguren, damit man auch schön reinschauen kann. Und dann baust du dir am besten erstmal so grundlegend eine Treppe und dann schaust du, wie hoch der Abstand sein muss und dann musst du eben an dem Tisch Bretter reinziehen auf den verschiedenen Ebenen und dann klappt das schon irgendwie. Und Julia Pfingsten-Mensching ist da und sagt Schalömchen, dann sage ich auch mal Hallo an dich und dann baue ich jetzt mal weiter, weil ich habe schon mich jetzt total verquatscht und habe schon wieder vergessen, was ich gerade machen wollte. Und Kleinstein ist auch da und sagt Hi, dann sage ich auch Hallo an dich. So, das läuft eigentlich ganz gut an der Stelle hier vorne jetzt. Das ist nämlich schon mal eine Lücke, die mich sehr gestört hat. Allein dieses kleine Stückchen da. Und tatsächlich ist mein Ziel, dass es beim Bergbau keine Noppen zu sehen gibt. Deshalb habe ich auch immer diese kleinen Schießslopes überall, die ja noch ein bisschen Form reinbringen.
Schauen wir mal, ob wir hier noch was reinkriegen. Wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich zu eng. Dann machen wir hier einfach nur so ein grünes Steinchen hin, damit das nicht ganz hässlich aussieht. Schauen wir, ob ich den hier noch ordentlich reinkriege. Ja, sehr gut. Können wir mal schauen, wie wir hier dann weitermachen. So, ich suche eigentlich gerade was. So, wie komme ich denn da unten jetzt am besten voran? Das ist auch eine gute Frage. Aber da bräuchte ich wahrscheinlich noch einen Brick. Stütze steht tatsächlich gar nicht so richtig auf. So. Dass ich hier wieder reinbekomme. So, schon mal ein ganzes Stück besser auf jeden Fall. Und Kasi meint, dass Noppen beim Bergbau gar nicht gehen. Ja, das stimme ich zu. Und Jumpy Jumpers meint, die dürfen auch nicht nach oben zeigen. Ich finde, alle Noppen, auch die zur Seite zeigen, dürfen nicht zu sehen sein. Zumindest nicht bei den Felsen. Okay. Ich versuche jetzt gerade hier hinten ein bisschen. Da geht jetzt ein kleiner Gang rein, der wahrscheinlich geplant ist, dass so ein bisschen eigentlich diese Höhlenkomplex reingeht. Dass ich hier jetzt ein bisschen den Eingang ein bisschen hochziehe, damit ich hier dann überbauen kann. Das habe ich noch vergessen, mir dran zu machen.
Dann werde ich wahrscheinlich noch ein relativ schwaches Licht hier unten reinbauen. Einfach so, damit man so ein bisschen in diesen Höhleneingang reinschauen kann. Ich glaube, das bringt noch ein bisschen Atmosphäre in das Ganze rein. Und Waldwerk habe ich ganz übersehen, ist auch da, hat Hallo zusammen gesagt, auch Hallo an dich. Brick and Play sagt Hi, Hallo auch an dich, Hallo. Und Florian Pitchy, mein versteckter Bunker im Flussbett wäre mega. Ist eine interessante Idee auf jeden Fall. Und Brick and Play hat Plan, selber eine Lego-Stadt-Serie zu machen. Das ist immer schön zu sehen, auch andere Ideen. So, schauen wir mal. Hier so weiterbauen. Aber ihr seht es sogar noch ganz gut, sehe ich gerade in der Kameraperspektive. Und Turtle Zockt ist da ein weiteres Kanalmitglied. Vielen Dank auch an dich. Sagt Moin Moin, guten Tag auch an dich. Ebenso auch an Brickroll und Andreas Bader. Und Brickroll sagt, leider habe ich nicht die krassen Teile mit Straßenplatten und Creators und was. Ja, wie gesagt, ich hatte am Anfang zwar auch keine Straßenplatten benutzt, weil ich mich da von Anfang an dagegen entschieden hatte, aber ich hatte am Anfang ja auch nicht so viel Steine zur Auswahl. Ich habe damals noch sehr viel planen müssen im Voraus. Was mir im Nachhinein doch nicht so gut gefallen hat, weil vieles einfach viel besser entsteht, wenn man es tatsächlich irgendwie sozusagen, das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr die richtige Höhe, organisch entwickeln kann. Oh, ich glaube, es ist doch die richtige Höhe. Aber inzwischen habe ich mir ja so einen Grundsatz an Steinen zugelegt, die ich eh dauernd brauche. Und dann lässt sich das Ganze deutlich besser gestalten. Das merkt man vor allem dann, wenn man mal schaut, wie man früher bestellt hat und wie man jetzt bestellt. Dass man einfach früher mal sagt, ja, ich nehme da so 20 Steine, die brauche ich vermutlich. Und jetzt bestellt man halt einfach mal so ein Päckchen hier. Oder so ein Päckchen hier. Oder einfach, hey, wir brauchen mehr für den Unterbau, wir kaufen uns ein paar von den billigen. Und Brick and Play verkauft so alle Teile. Ja, die sind alle soweit gekauft. Außer so ein paar ganz wenige, vor allem im Unterbau, sind noch irgendwelche Altbestandteile von mir, von meiner Kindheit. So. Und Blöckenfelder muss halt wieder gehen, hat morgen Schule, dann
gute Nacht und viel Erfolg in der Schule. Und Patrick, hast du schon eine Idee, wie du die Tischkante der Unterkonstruktion verkleidest? Ja, und zwar genau so, wie es auch schon vorne passiert ist am Bereich der U-Bahn. Es wird einfach umbaut. Sinnvoll. Und dann werden da auch unterirdisch noch ein paar Geschichten eingebaut. Ich habe grundsätzlich inzwischen auch die Idee, ob ich nicht tatsächlich bis ganz zum Boden bauen möchte, weil es einfach hübscher aussieht. Ist natürlich auch ein großes Steinegrab, aber ich überlege noch. Aber ich denke mir einfach, es würde, glaube ich, ganz hübsch aussehen. Aber ich glaube, der Umzug hat auch noch einen ganz anderen praktischen Faktor. Und zwar habe ich tatsächlich noch einiges gelernt, was so Planung angeht. Und auch gemerkt, wo so Schwachstellen entstehen in der Planung. Und das ist ganz praktisch in der Hinsicht, dass ich dann jetzt nochmal die Möglichkeit habe, beim Umzug, da ja eh die neue Tischkonstruktion nochmal entstehen wird, nochmal ein paar Einschübe zu machen, sodass ich ein bisschen an gewissen Stellen nochmal mehr Platz habe und mir das nicht nochmal passieren wird. Und Mathis fragt, kommt morgen das neue Update-Video? Kann ich nicht sicher sagen, entweder morgen oder übermorgen. Und der Ericsson Family sagt, Greetings from Sweden, lovely stuff. Thank you very much and greetings to Sweden. Update-Video, ja, kommt immer darauf an. Wir bauen ja immer nur einen Teil hier im Livestream und ein größerer Teil kommt dann nochmal nachträglich und es kommt dann darauf an, wann und wie ich dazu komme. Und wenn ich auch zu spät am Tag fertig wäre mit dem Video, dann ist es auch unpraktisch, es zu veröffentlichen, weil es einfach zu spät keinen großen Sinn mehr ergibt. Aber ich finde, dieser Eingang macht sich jetzt ganz gut. Gefällt mir ganz gut. Ihr seht ihn jetzt ein bisschen weit von oben, aber von weiter unten sieht man es doch noch ein bisschen besser. Und Florian Kartoffelwasser fragt, wie soll man die Tropfsteinhöhle? Ja, die Tropfsteinhöhle wird tatsächlich hier oben sein und dann nochmal hier eine Öffnung haben, eine größere. Gibt es auch bei anderen Höhlen, dass die nochmal eine Öffnung nach oben haben und dann wird man von dort oben reinschauen können, ungefähr hier dann. Das heißt, rein theoretisch, ich werde es wahrscheinlich nicht unbedingt so auch bauen, geht hier in irgendwelche Wege hoch und irgendwann gibt es hier oben noch eine größere Höhle und da drin wird dann die eigentliche Tropfsteinhöhle sein. Und Stefan W. meint noch, ich kann dir nur den guten Rat geben, dass du immer rechtzeitig darüber nachdenkst, umzuziehen. Ja, das stimmt, aber grundsätzlich habe ich ja auch noch den Vorteil, dass ich modular baue. Das heißt, in der Hinsicht habe ich schon mal den Vorteil, dass ich nicht, wie jetzt zum Beispiel bei Bob Brickman war beim Umzug, ziemlich viel auseinanderreißen muss. Man muss nur aufpassen, dass man auch wirklich modular baut und nicht mittendrin auf andere Module baut.
ist mir schon ein paar Mal passiert. Habe ich, glaube ich, aber bisher immer noch gemerkt. Wird sich natürlich dann beim Umzug zeigen. Er baut auch modular. Ja, meine maximale Größe eines Moduls ist tatsächlich 4 32er Platten und das eigentlich auch eher ungerne. Aber mit der Milzbauweise werden die trotzdem relativ stabil. Und der Bahnhof ist ja zum Beispiel auch aufgeteilt in mehrere 48er Module. Und Außenwegfrage, wann baust du die U-Bahn weiter? Tatsächlich erst nach dem Umzug, weil die U-Bahn nochmal ein paar Anpassungen erhalten wird nach dem Umzug. Also wird auch so sein, dass der Umzug wird tatsächlich auch einige Videos in Anspruch nehmen, weil es mehr ist als nur alles rübertragen, sondern es werden noch Anpassungen passieren. Jetzt nicht so, wie es zum Beispiel bei Bob war, dass es jetzt komplett neu wird, aber so, dass noch einiges sich verschieben wird in der Hinsicht, dass der Tisch größer wird als ESE, aber dass zum Beispiel zwischen Bahnhof und Stadtmauer nochmal ein Einschub kommen wird. Dann wird wahrscheinlich noch ein Einschub kommen innerhalb des Busbahnhofs, damit ich noch ein bisschen mehr Platz kriege für den neuen Häuserblock. Und Marco Sportsmann ist auch da und sagt schönen guten Abend, dann sage ich auch schönen guten Abend an dich. Ebenso wie an Nicole Brück und XXDRSXX, WXX. So. Jetzt hing mein Chat gerade ein bisschen. Aber ich glaube, ich habe nichts verpasst. Und weiter geht's mit dem Berg hier. Aber ich bin schon ganz zufrieden, wie es vorangeht. Also noch ein bisschen wackelig, aber das gibt sich alles noch. Man muss ein bisschen aufpassen. Ja, ihr seht, das hier wackelt zum Beispiel total. Der U-Bahn-Wagen wird tatsächlich nochmal umgebaut. Das war ja nun mal ein Test damals. Hauptsächlich auch, um Größenverhältnisse bestimmen zu können.
jetzt brauchen wir hier vorne noch irgendwann eine Plate, um hier auf eine Höhe zu kommen. Ich vermisse mal eine Kiste. Aber ich habe sie gefunden, sehr gut. Und dann meine ich die Kiste mit den, ihr seht es vielleicht hier so, mit einmal Zweier Plates in Dark Bluish Grey. Die sind ja noch aus aus 2 Besuchen in Lego Shops. Hier mal noch ein bisschen was runterhängen. Das wirkt, glaube ich, auch noch ganz gut hier so ein bisschen über dem Eingang. Doch, gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. So, wie machen wir denn hier am besten weiter? Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wir müssen gleichzeitig jetzt langsam mal hier nach hinten kommen. Hier um die Ecke, aber auch hier die Ecke mitnehmen. So, jetzt kommen auch mal die, kriege ich ja kaum aus der Tüte hier raus, die 8x8er Plates, die ich hier noch habe, in Tannen, wenn ich sie aus der Tüte bekomme. Die kann ich jetzt ganz gut gebrauchen, um da innen noch ein bisschen weiter. Wie hat denn der in die Tüte hier reinbekommen? So, Tüte aufgerissen. 8x8er Plates, die kommt jetzt sozusagen da hinten unten auf dem Boden, damit man da, wenn man hier reinschauen kann, man kann nämlich tatsächlich weit noch reinschauen von der Seite, dass man da noch ein bisschen Sandboden sieht. Und Gary Mullane sagt Hello from Ireland, Greetings. Das Ganze werde ich dann gleich hier reinbauen, das könnte ganz gut funktionieren. Schauen wir mal, das sieht gut aus. Nur die Kabel müssen dann oben rumgelegt werden. Dann brauche ich hier noch Stützen drunter. Welche Höhe ist denn das? Drei Bricks und eine Plate. So. Das seht ihr gerade nicht so, aber ich glaube, es rentiert sich tatsächlich gerade nicht, euch jetzt unbedingt deswegen hier hinter zu stellen, während ich jetzt hier kurz eine Platte einziehe.
muss noch den Spagat schaffen, da hinten jetzt um die Ecke zu bauen, damit der Blick dann genommen wird. Mal schauen, ob ich euch vielleicht weiter vorne stelle. Da muss ich mal schauen, ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Schauen wir mal, ob ich mich hier hinstellen kann. Bleibt das ordentlich stehen? Ich denke schon. Man sieht es ein bisschen besser. Und Andreas Badermann, ich bin schon sehr gehypt, wenn an Daniel Eisenbahnzüge baut. Ja, ich bin auch gespannt. Schauen wir mal, wie das läuft. Eisenbahnzügen habe ich noch ein bisschen Respekt, sag ich mal. Aber ich überlege immer noch, ob ich habe sie ja noch nicht, die Krokodil noch kaufen soll von Lego. Ich finde die eigentlich ganz cool. Und das Problem ist, die geht ja jetzt EOL. Das heißt, momentan bekommt man sie noch direkt bei Lego. Rabattaktionen aller Art, wie zum Beispiel bei Müller, kann man eigentlich komplett vergessen momentan. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie kaufen soll. Ich glaube, wir brauchen hier noch irgendeine Stütze drunter. Denn die 8x8 der Plate biegt sich ganz schön in der Mitte durch, wenn man drauf drückt. Die Stütze ist natürlich nicht hoch genug gewesen. Ich habe natürlich vergessen, dass da ja noch eine Plate höher fehlt. So, und dann stellen wir es mal hier in die Mitte ungefähr. Kabel werden dann später. Ich überlege gerade, ob ich die jetzt unten drunter führe. Das ist wahrscheinlich schlauer, wenn ich die hier gleich mit runter nehme. Mal schauen, dass die auch unten bleiben. Und ich die nicht jetzt einklemme aus Versehen. Aber es leuchtet alles noch, das heißt, ich habe sie vermutlich nicht eingeklemmt. Denn auch wenn die Kabel sehr flexibel sind, muss man teilweise aufpassen, dass man sie nicht an der falschen Stelle einklemmt, dann können die doch brechen. Und Wobrix sagt, er verabschiedet sich jetzt. Dann sage ich dir auch Tschüss, gute Nacht natürlich. Und vielen Dank, dass du da warst. Und Stefan Wehl, dass die Krokodil eine wirklich schöne Lok für das Displaymodell wäre, aber auf der Anlage nicht so super. Warum denn nicht? Und zu Andreas, ja, ich habe auch tatsächlich schon eine Seite gefunden, die auch Anleitungen zu realen Zügen hat. Da habe ich mir ein bisschen umgeschaut. Finde ich eigentlich ganz cool. Und Krackvogel ist da auch ein weiteres Kanalmitglied. Sagt Glück auf. Dann sage ich dir auch mal Hallo und vielen Dank, dass du Kanalmitglied bist. Und schon wieder, ich komme nicht überall damit rum. Ja, das ist eine Sache. Wenn ich den aber von Anfang an hier hätte, dann kann ich ja alles danach planen. Es ist ein relativ großer Zug und ich glaube, wenn der rumkommt, dann kommt alles rum. Und ich frage mich immer noch, ob ich mich nicht ärgern werde, wenn die dann wirklich EOL ist und ich sie nicht gekauft habe.
Und RC-Baustelle ist hier und sagt Moin, dann sage ich auch Hallo an dich. Ah, ich merke schon wieder, dass ich mal wieder relativ dringend ein paar Sorten von den Slopes nachbestellen sollte. Denn die eine oder andere Sorte verabschiedet sich langsam schon wieder. Trotz, dass ich die ja nicht in kleinen Mengen kaufe. Jetzt habe ich ja noch die Cheese Slopes ausgeschüttet. Mitten auf den Strand. Super praktisch. Andreas Bader meint, vielleicht von Bluebricks einige Wagen ummocken. Ja, könnte ich mal anschauen, das stimmt. Na, Andreas Bader meint, dass ich bei den Radien nicht so eng arbeiten würde. Ja, die Radien werden vermutlich relativ groß, weil wie gesagt, es wird ja doch realistisch gehalten und drüben haben wir dann auch den Platz, um große Radien zu bauen. Reinpassen auf jeden Fall, mein Stefan. Ja, ich muss mal schauen, ob ich sie noch bestelle oder nicht. Kostet ja doch gar nicht so wenig, glaube ich. Es gab die jetzt eigentlich auch bei Müller, sogar mit der 20% Aktion, aber die war natürlich so schnell ausverkauft, dass die nicht mal mehr vom Zentrallager lieferbar ist.
ICE 4 Mok würde auch groß sein. Ja, das stimmt sicherlich. Und schon wieder hatte erst 4 Krokodile, okay. Kann man machen, ne? Ja, Dampflok ist auch. Also man kann natürlich jetzt einiges dann machen, was Züge angeht. Es können ja allein schon relativ viele einfach nur im Bahnhof rumstehen. Denn wir werden ja, wenn ich mich noch richtig erinnere, 7, also eigentlich sind es 8 Gleise, aber eins ist ein Durchfahrtsgleis. Also 7 Gleise haben, an denen Züge stehen können, beziehungsweise halten können, besser gesagt. Ähm, Erstmal Hallo an dich, Alfred, Alois. Und machst du die Oberleitung aus? Die Frage, ja, Oberleitung kommen ganz sicher auch. Ich habe ja auch angefangen gehabt, am Anfang die Oberleitung für die Straßenbahn zu machen. Die kam ja dann nochmal weg, weil die Straßenbahn noch umgebaut wurde. Auch da kommt eine Oberleitung. Also Oberleitungen werden auf jeden Fall auch kommen. Finde ich wichtig. Und ob ich schon. Tanja ist fragt, ob ich schon weiß, wie ich den Aufgang auf die Gleise machen werde. Ja, unterirdisch habe ich, glaube ich, schon mal in dem Video gezeigt, in dem es um die Planungen ging zu den Gleisen. Wir haben ja den, wie du es auch sagst, den Abgang hinter den Glasfront nach unten. Und da wird dann ein Gang nach hinten gehen und dann werden dann links und rechts Treppen hochgehen und in der Mitte Aufzüge.
Ach ja, da ist wieder was runtergefallen, was nicht runterfallen hätte sollen. Schauen, wie ich da jetzt hinkomme. Wie ich da nochmal das rausbauen muss irgendwie. Und versuchen es nochmal hier reinzukriegen. Das ist eigentlich eine Stütze, die ich brauche, die ich vergessen habe, rechtzeitig einzubauen. Ich will herausfinden, wie ich das hier eigentlich mal geplant hatte. Meine Güte. Andreas Bader meint, er würde die Aufgänge einseitig machen. Ich weiß nicht, ich habe mich da ein bisschen orientiert an verschiedenen Bahnhöfen, die ich kenne. Und da gibt es tatsächlich zwei Treppen, würde ich aber auch da machen, weil wir haben ja tatsächlich trotz der langen Gleise nur einen Tunnel. Und dann sind, glaube ich, zwei Treppen doch ganz gut. So, jetzt wird das Ganze etwas stabiler gleich mal werden. So, aber es macht sich dieser kleine Durchgang. Ich glaube auch, dass es schon reicht. Ich werde wahrscheinlich hier einfach noch eine schwarze Wand reinbauen, einfach damit man tatsächlich nicht von hinten irgendwie Licht durchfallen kann. Und Andreas Bader muss der Tunnel auch breit genug sein. Ja, vielleicht mache ich es einfach so. Es ist, glaube ich, zum Beispiel im Bahnhof in Bamberg so, dass der Aufzug sozusagen nicht in der Mitte des Durchgangs ist, sondern auch an der Seite und die Treppe dann ein Stück nach hinten gesetzt ist. Man läuft also um den Aufzug herum, um zur anderen Treppe zu kommen. Das habe ich mir auch überlegt.
Nein, es wird keine Überdachung im großen Stil geben, denn ich glaube, neben dem eigentlich schon recht großen Bahnhof wäre das vielleicht zu viel und nimmt dann nochmal zu viel Sicht von den Gleisen an sich weg. Es wird Bahnsteige mit Überdachung geben, aber keine komplette Konstruktion drüber. Und Alfred Alois meint, genau, nachgerüstete, das ist auch ein Punkt. Das könnte man natürlich auch so noch erklären, in Anführungsstrichen. Kommen wir noch ganz gut voran hier, würde ich sagen. Und da schließt sich langsam der Eingang in dieses Höhlenkonstrukt. Wobei jetzt natürlich die Frage bestehen bleibt, sollen wir hier eine kleine Lichtquelle einbauen? Würde wahrscheinlich noch ein bisschen Atmosphäre hier reinbringen. Aber jetzt bin ich arg weit unten. Da machen wir noch keinen Überhang. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier noch so eine kleine Laterne einbauen. Dann gehe ich gleich mal was holen. Also grundsätzlich wäre das dann so eine Laterne mit so einem gelblichen Licht. Dann würde dann noch ein Bitlight reinkommen und dann hätten wir hier noch ein bisschen Licht. Ich glaube, es sähe ganz nett aus. Man kann dann nämlich so ein bisschen reinschauen. Ich glaube, das würde ein bisschen Atmosphäre bringen und auch noch ein bisschen dazu führen, dass man da einfach noch ein bisschen was sieht von dem, was gebaut wurde. Eine Mini-Taschenlampe, das ist auch eine nette Idee. Das könnten wir vielleicht sogar oben im größeren Bereich machen. Da oben kommt ja noch die Tropfsteinhöhle rein. Da wird man ja auch besser sehen. Ich glaube, so eine Laterne unten wäre, glaube ich, ganz gut. Und oben mit der Taschenlampe finde ich auch eine sehr schöne Idee. Ja, für die Taschenlampe bräuchte ich nochmal andere Lichter. Es gibt nämlich nochmal von Illuminator Bricks nochmal etwas kleinere Dioden. Und die wären, glaube ich, passender für eine Taschenlampe. Und Kleinstein sagt, dass er morgen um 8 in die Schule muss und sagt gute Nacht. Dann sage ich dir auch gute Nacht. Vielen Dank, dass du da warst. Ich suche mir jetzt einfach mal aus meiner Lichtkiste ein Bitlight. Da ist er. So, das sind die hier. 15 cm Bitlights. Die kann man super auch in diese Laternen einbauen. Holen wir jetzt mal eins raus. Wir haben ja da hinten, seht ihr, den Konnektor liegen. Das heißt, 15 cm reichen locker. Da brauchen wir gar keine Verlängerung oder so. So, einmal das Kabel hier rausgefriemelt.
Und das Ganze läuft jetzt einfach so. Wir nehmen das Bitlight, schieben das mit dem Stecker, schauen, wie ich das hier zeigen kann, unten durch den Stein durch. Das passt durch die Öffnung oben raus. Dann machen wir hier unten noch so einen 90 Grad Knick an das eigentliche Licht. Das sieht dann ungefähr so aus. Und dann können wir das Ganze durchziehen. Und es bleibt dann hier oben ganz normal stecken. Und dann können wir das hier unten durch die Lampe durchziehen. Das sieht dann ungefähr so aus. Und dann können wir hier einfach die Lampe nach oben durchziehen und dann den Brick hier einsetzen. Das hält das Kabel aus. Und dann können wir hier nochmal durchgehen. Und dann muss ich mal kurz einen Brick holen, um das zu befestigen. Dann nehmen wir jetzt einfach so einen hier. Passt da gut dran. Vielleicht noch andersrum, dann sieht man das Kabel noch weniger. So sieht das Ganze aus. Dann können wir mal schauen, wo wir uns das hier hinbauen. Vielleicht hier hinten irgendwo. Machen wir hier mal nicht. Vielleicht hier nach vorne. Dann bauen wir nochmal einen Brick oben drauf. Und Kati sagt auch gute Nacht. Dann sage ich dir gute Nacht. Schlaf gut. Schauen wir mal, wo wir das hier am besten hinkriegen. Wir machen das hier auch nochmal weg. Dann haben wir da nicht nochmal ein bisschen mehr Platz. Und Grisou fragt, wie empfehle ich denn die Kabel an den LEDs? Kabelbrüche, solange man jetzt nicht die Steine an ganz bescheuerten Stellen abknickt. Also du kannst die Kabel ganz problemlos hier unten reinlegen zwischen zwei Noppen und dann drüber bauen, das ist kein Problem. Was man nicht machen sollte ist, sagen wir mal, das Kabel geht hier unten durch und du wirst es hier hochziehen und baust dann hier jetzt sozusagen einen Stein daneben und das Kabel wäre hier dazwischen, hier hochkommt, das halten die Kabel nicht aus. Das gibt zumindest eine Art Kurzschluss, manchmal so zu retten, aber solange man die Kabel jetzt nicht anders behandelt, als sie in der Anleitung stehen, halten die doch sehr viel aus. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe auch mal ein, zwei geschrottet aus Versehen, weil ich ein bisschen zu grob mit denen umgegangen bin. Aber da muss ich sagen, das war tatsächlich meine Schuld und nicht die Schuld der Kabel. Jetzt sehe ich bin jetzt etwas zu weit weg, dann sehe ich gerade so schlecht, wie rum das Kabel rein soll. Andersrum natürlich. Mann, Mann, Mann. So. Schau ich mal von hier vorne rein. Ha. Weiter vorne wäre, habe ich fast noch hübscher. Irgendwo hier oben. Vielleicht da oben.
bin mir nicht ganz sicher. Hier nochmal was weg. Momentan haben wir ja noch die Möglichkeit, hier ein bisschen umzubauen. Ich glaube, das hier war nicht die schlauste Idee, da gleich nach vorne zu gehen. Falls jemand Beleuchtung bei Elementor Bricks kaufen möchte, kann er gerne einen der Links nehmen, die eigentlich unter jedem Video stehen. Dann bekomme ich nämlich noch eine kleine Provision dafür, kostet für euch nicht mehr. Aber mein Partner sieht auch, dass da ein bisschen was zurückkommt. Das ist eine ganz gute Stelle eigentlich. Noch ein bisschen rüber vielleicht. Das funktioniert so nicht. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Stelle dafür. Das Kabel müssen wir dann noch nach hinten führen. So, denkt darüber nach, damit 3D gedruckte Dinge zu machen. Aber es ist auf jeden Fall sicherlich dafür auch ganz gut geeignet, weil die Kabel natürlich sehr, sehr klein sind und du auch sehr viele Funktionen haben kannst, wenn du irgendwas haben willst, abseits von einfach nur Leuchten, also verschiedene Lichteffekte. Glaube ich, kann auch ganz gut aussehen damit. Andreas Bader meint, ja, genau. Ich habe überlegt tatsächlich zu schauen, ob man damit nicht die Notausgangsschilder zum Beispiel in der U-Bahn beleuchten kann. Oder ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist. Und hier seht ihr jetzt ganz gut, ich habe jetzt einfach das Kabel hier unten durchgebaut, den Stein oben drauf. Das fällt überhaupt nicht auf. Stört das Kabel auch überhaupt nicht. Und Grisou, ja, ich glaube, das wäre dafür auch ganz gut geeignet.
Ne. Mann, Mann, Mann. Das ist natürlich das Problem, wenn man hier so eng baut, dass man mit seinen eigenen Fingern nicht mehr reinkommt, wenn das runterfällt. Und Bricko sagt, viel Spaß und gute Nacht. Dann wünsche ich auch eine gute Nacht. Und die Frage, wie es auf der Baustelle läuft, ja, es ist ein bisschen weiter als im letzten Baustellenvideo. Ich wäre aber eigentlich gerne schon weiter. Aber da kamen einige Sachen dazwischen. Aber vielleicht mache ich tatsächlich heute noch was dort. Und TZ Studios 01 ist da. Dann sage ich auch guten Abend an dich. Ein weiteres Kanalmitglied. Aber sobald es auf der Baustelle wieder mehr zu sehen gibt, werde ich auch da wieder ein Update-Video machen. Aber ein Teil der zweiten Wand ist weg schon, auf jeden Fall. Die ist nur ein bisschen schwieriger, weil die nicht mit der klassischen Trockenbauweise gebaut ist, sondern wirklich mit Kanthölzern. Was natürlich ein bisschen nervig ist. Oh, jetzt machen wir doch hier einfach mal einen Deckel drauf. Ja, muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege, ohne alles kaputt zu machen. Oder schlauer wäre dann nochmal eine Konstruktion drunter zu machen. Ich glaube schon. Ich will einfach ein bisschen stabilisieren. Ich glaube, es ist relativ egal, welche Sprache du nimmst. Denn in der Hinsicht sollte auch die Wahl nicht so viel Einfluss haben. So. Schauen wir mal, wo habe ich meine Platte? Da. Nein, das ist sie nicht. Habe ich die denn hingelegt? Habe ich die wieder rein? Nice hier. Das kriegen wir auf jeden Fall drauf, ohne viel kaputt zu machen. Damit sieht unsere Höhle schon mal ein ganzes Stück besser aus. Ich schaue gerade mal von der Seite rein, noch gefällt mir ganz gut. Aber ich werde dafür jetzt, glaube ich, hier hinten noch irgendwas Dunkles reinbauen. Einfach um Licht von außen abzuwenden.
Stefan W. meint, ich sollte wahrscheinlich nur so schreiben, dass ich es ohne Probleme weitergehen. Ja. Die Bildqualität ist tatsächlich nicht unbedingt 1080p, aber du kannst auf 720p umstellen. Wenn du oben auf die 3 Punkte klickst, dann gibt es da den Punkt Qualität. Dann gehst du unten auf Erweitert und dann kannst du auswählen maximal 720p. Und Andreas Bader meint, du bist ja wohl nicht wieder krank. Ich bin tatsächlich schon krank, denn unsere Tochter hat mal wieder irgendwas aus dem Kindergarten mitgebracht. So. Mache ich mal hier hinten noch schnell zu. Schauen wir mal, ob ich euch da irgendwie besser hinstellen kann. Das sieht nicht so praktisch aus. Na, ich zeige es euch gleich, wenn ich soweit bin. Ja, grundsätzlich solltest du das Ganze halt einfach objektorientiert programmieren und dann am besten in die verschiedenen Aspekte, wenn sie denn gleichzeitig laufen müssen, in verschiedenen Threads laufen lassen. So. Und langsam seht ihr, wie die dunkle Wand hier hochwächst, die wie gesagt einfach nur dazu da ist, da sind irgendwie Haare eingebaut. Um einfach da hinten abzuschließen, damit nicht jetzt irgendwie unterm Tisch oder so Licht reinfällt, weil es ja eigentlich eine dunkle Höhle sein soll. Das verhindert das Ganze einfach. Fertig. Schauen wir mal, welche Platte wir da drauf bauen. Einfach 2 schwarze.
bisschen Spannung drauf, sehe ich gerade. Aber das lässt sich lösen. Und dann verbinden wir das Ganze noch mit einer extra Platte oben drauf. Und dann ist dieser kleine Höhleneingang soweit fertig, würde ich sagen. Dann nehme ich euch hier mal kurz raus. So. Und dann sehen wir jetzt hier unseren kleinen Höhleneingang. Ich mache mal da drüben das Licht ein bisschen weg oder ganz aus. Moment. Und dann haben wir jetzt hier, es sieht auf dem Bild mal wieder heller aus, als es eigentlich ist. Aber wir können nachträglich überlegen, ob wir da nicht noch so ein Dimm-Modul einbauen. Wahrscheinlich werden wir es auch noch brauchen für weiter oben. Aber da haben wir jetzt auch schon mal den Vorteil, jetzt sieht es besser aus, dass da hinten auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück von der Lücke geschlossen ist. Und jetzt ist der weitere Teil dazu hier den Felsen so ein bisschen flach hochzuziehen mit allen Ecken und Kanten, die wir brauchen, und dann hier oben kommt dann die Tropfsteinhöhle rein. Aber ich glaube tatsächlich, dass das jetzt nicht mehr hier im Stream passieren wird. Wir sind schon 1 Stunde 40 hier unterwegs. Wie gesagt, Felsen bauen, vor allem dann noch dieser kleine Durchgang, dauert einfach immer seine Zeit. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass das der Stream für heute war. Vielen Dank für die 61 Likes und vielen Dank für die 5 Euro Spenden. Vielen Dank für alle, die dabei waren. Das Ganze wird dann in einem Update-Video fortgeführt. Ich weiß nicht, ob es morgen kommen wird. Wahrscheinlich spätestens dann übermorgen. Und dann muss ich sagen, ich bin zufrieden, weil das hat jetzt schon mal einen riesen Unterschied, dass man da jetzt nicht mehr komplett durchschauen kann. Und ja, mir gefällt's. Und ich hoffe euch auch. Und der Rest von diesem Update kommt dann in einem Update-Video, wie gesagt. Und dann kann ich nur sagen, gute Nacht an alle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für all die tollen Kommentare, für euren Input. Und überhaupt vielen Dank. Schlaft gut und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.